Hallo, heute soll es mal um metaphorisches Denken gehen und vielleicht zuallererst die Welt als Metapher. Zuallererst, was ist eine Metapher? Eine Metapher ist natürlich etwas, was ein Bild liefert für etwas anderes. Man versteht zum Beispiel unter einer bestimmten Sache dies oder jenes und eine Metapher kann eine Geschichte sein, kann auch ein Wort sein, etwas, das uns diese eine Sache unter einem anderen Aspekt sehen lässt. Eine Metapher für Mut beispielsweise. Eine Metapher für Mut könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, man denkt an die drei Musketiere oder so. Es ist einfach eine andere Vorstellung als die man normal hat. Warum ist das für mich wichtig und wie komme ich überhaupt drauf? Ich komme drauf, weil ich ja hier über Spiritualismus oftmals rede und die Materielosigkeit führt automatisch zu der Frage, was ist denn die Welt sonst, wenn nicht Materie? Und die Antwort ist, die Welt ist eine Vorstellung. Das Universum ist ein Bewusstsein. Aber man denke auch an den Philosophen Schopenhauer, der das vor vielleicht schon 200 Jahren formulierte in teilweise anderen Worten, aber im Grunde kommt es auf etwas ganz Ähnliches hinaus. Ich, wenn ich über Metaphern spreche, dann dachte ich auch an den Rüdiger Dahlke, ein von mir sehr geschätzter Autor und Arzt, der in einem Buch im Vorwort über vertikales Denken spricht. Und vertikales Denken ist, so nennt er es, so führt er es aus, ein Denken, das sich nicht an dem linearen Denken der sogenannten Realisten orientiert, sondern das in Zusammenhang bringt, was normalerweise überhaupt keinen realen Zusammenhang hat, wie gesagt, im normalen Denken. Ich glaube mich zu erinnern, dass er zum Beispiel davon sprach, dass vielleicht ein Rabe und ein Schornsteinfeger in dem vertikalen Denken einen Zusammenhang haben können, denn beide sind schwarz. Oder man denke zum Beispiel, und das hat er, glaube ich, direkt so ausgeführt, an Astrologie. Was haben die Sterne mit unserem Schicksal zu tun? Und das ist eben ein typisches Beispiel dafür, dass etwas in Zusammenhang gebracht wird, was in der sogenannten Realität keinen Zusammenhang zu haben scheint. Aber da der Spiritualismus ja, wie gesagt, die Materielosigkeit der Welt sieht und sagt, dass die Welt ohnehin nichts anderes ist als eine Vorstellung, lässt sich aus dieser Sichtweise leicht begründen, warum vertikales Denken oder wie ich es nenne, metaphorisches Denken einen Zusammenhang hat. Ich habe KI gebeten, dass man sich das besser vorstellen kann, eine Verbildlichung von Metaphorik, von dem Wort Metaphorik oder Metapher vorzunehmen. Und KI kam mit einer sehr guten Illustration raus, die ich gleich zeigen werde. Ich selber hatte eine andere Vorstellung, und zwar die, dass Rotkäppchen durch die Straßen New Yorks läuft. New York als die sogenannte Realität und Rotkäppchen als Märchenfigur, eine Metapher für Gutgläubigkeit, würde ich sagen, und dann auch wieder Mut, Klugheit. Jedenfalls vermischt sich beides in diesem Bild und insofern ist es für mich eine Verbildlichung von Metaphorik. Das Bild, mit dem KI aufkam, ist fantasiereich, bunt und das Wesentliche an Metaphorik ist ja, dass alles miteinander in Verbindung stehen kann. Jede Vorstellung kann miteinander in Verbindung stehen und inwiefern steht sie in Verbindung, inwiefern haben die Sterne Verbindung mit der sogenannten Realität. Die Verbindung bist du selber. Du, wenn du
metaphorisch denken kannst, siehst die Verbindung zwischen den Sternbildern und dir auch Vorstellungen sind von etwas und deiner Realität. Ich will kurz erklären, wie man überhaupt zu metaphorischem Denken kommt und warum man darin eine Realität sehen kann. Auch in der also ausgehend von dem sogenannten materialistischen Denken. Man kennt die Geschichten. Also es gibt Leute, die kennen viele Geschichten, es gibt Leute, die kennen wenige Geschichten. Letztere neigen wahrscheinlich weniger zum metaphorischen Denken. Du musst Geschichten kennen, du musst sie lieben. Und die Geschichten sind in dir lebendig. Du kennst die Geschichten und du kennst die Akteure. Und sie sind in dir genauso lebendig, als würdest du sie persönlich kennen, würde ich sagen, aus deiner Vergangenheit. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe sehr oft das Buch gelesen, Die drei Musketiere. Für mich sind diese Musketiere sehr lebendig gewesen und sind es immer noch als äh, kämpferische, mutige Leute, fantasievolle Leute, die zu leben wissen. In dem Buch ist es ja sehr, sehr spannend geschrieben. Und du kennst natürlich die sogenannte reale Welt. Du kennst zum Beispiel viele Fakten. Naja, du kennst auf jeden Fall einige Fakten. Und du erlebst irgendwann, dass diese Fakten sich nicht als Fakten erweisen, sondern als Narrativ, als etwas, was man früher so erzählt hat und dann so. Und dir wird klar, dass das nichts anderes ist als ein Narrativ, eine Vorstellung, eine Vorstellung, die abgelöst wurde durch eine andere. Ich hatte das ja in der Folge die Relativität der Erkenntnis gesagt, dass sich jede Erkenntnis, die noch so real ist, dann irgendwann dann irgendwann abgelöst wird durch eine andere Erkenntnis. Und die neue Erkenntnis lässt die alte Erkenntnis wie eine naive und falsche Sache erscheinen. Wie eine Vorstellung, die ganz falsch ist. Jetzt aber hätte man die richtige, reale Vorstellung. Wenn man darüber nachdenkt, dann behaupte ich, bekommt man einen sehr guten Sinn dafür, warum Metaphorik Wahrheit hat. Und was man braucht, um Metaphorik zu verstehen und den Sinn von Metaphorik zu verstehen, ist, dass einem irgendwann mal jemand sagen muss, dass das Wahrheit hat. Wie gesagt, bei mir war es das Buch von Rüdiger Dahlke, das ich gelesen habe, und ich habe immer in diesem Sinn darüber nachgedacht, Metaphorik, es sei wichtig, es ist interessant. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass jemand mal sagt, das ist im Grunde, wie die Welt funktioniert, dass man sich etwas darunter vorstellt. Und je mehr Vorstellungen man hat, desto besser und fantasiereicher kann die Welt sein. Und das ist, wenn man die Frage stellt, ist nun Realismus besser oder ist es besser, eine fantasiereiche Vorstellung von der Welt zu haben, dann wäre meine allererste Antwort darauf, es ist viel besser, eine fantasiereiche Vorstellung von der Welt zu haben, Metaphorik äh, in sein Leben zu integrieren, weil wenn die Dinge nichts anderes sind als das, was du dir darunter vorstellst, und das ist ja so, dann ist es eine Langweiligkeit, wenn du dir nur eine Sache vorstellen kannst unter jedem Ding. Und wenn du immer wieder darauf zurückkommst, die Welt müsse eine ganz bestimmte Sache sein. Hingegen stecken Welten voller Fantasie und voller Bedeutung in jeder Sache, wenn du metaphorisches Denken hast. Es ist also der Genuss im Erfahren der Welt, der darin liegt.
Vorhin hatte ich ja gesagt, dass wenn man metaphorisches Denken hat, die Figuren, die man im Kopf hat, sind lebendig. Es sind fast wie Freunde, würde ich sagen. Und der Sinn von solchen Geschichten ist es ja, wenn man zum Beispiel Kindern Märchen erzählt, dass man ihnen eine Erfahrung mitgibt, die sie selber nicht machen müssen. Beispielsweise ist die Erfahrung von Hänsel und Gretel ja relativ negativ. Und es ist eine Erfahrung, die die Kinder aber zum Glück nicht selber machen müssen. Und indem man ihnen die Geschichte erzählt, werden sie Teil einer Intelligenz, wenn man so will, die jenseits dessen liegt, was sie selber erfahren können in ihrem Leben. Die Geschichte von Hänsel und Gretel zum Beispiel hat ja den Ausgang, dass die Kinder sich selbst helfen und sie kommen, also sie retten sich durch ihre Klugheit. Metaphorisches Denken als Vorteil. Kunst und spirituelle Werke leben davon. Es ist zum Beispiel eine wichtige Sache, wenn man Musik macht, dass man die Texte nicht zu explizit werden lässt und lieber zurückgreift auf Metaphorik. Metaphorik wird von vielen verstanden, wird intuitiv verstanden, würde ich sagen, weil diese Bilder, das ist unser Gemeingut, also zum Beispiel die Märchen oder die Mythen. Und wenn du Bezug nimmst auf Mythen, dann sagst du ganz vielen Leuten was. Aber wenn du zum Beispiel etwas sehr, sehr scharf umreißt und etwas explizit benennst, dann kann es sein, dass viele es nicht als für sie gültige Information betrachten, sondern es sagt ihnen nichts. Daher ist es in der Kunst und in spirituellen Werken, also ich denke zum Beispiel an Bob Dylan, der hatte irgendwann von Lady in the Lake, glaube ich, gesprochen. Das ist also zum Beispiel eine Figur aus dem König Artus, aus der König Artus-Sage, die im Englischen sehr verbreitet ist und von vielen gekannt wird und gewusst. Im Übrigen eine gütige Figur. Metaphorisches Denken als ein Aspekt von Intelligenz. Ich hatte mal ein Video gemacht über Einstein und seine Relativitätstheorie, wie er darauf kam. Und ich hatte dargestellt, wie fantasiereich seine Vorstellung war, als er darüber dachte, welche Geschwindigkeit wohl ein Lichtteilchen hätte, wenn er selbst auf einem Lichtteilchen reitet und eine Taschenlampe dabei hat und diese einschaltet. Und er fragte sich also, wie mag wohl sich das Lichtteilchen, das aus der Taschenlampe kommt, von ihm entfernen mit Lichtgeschwindigkeit oder mit einer anderen Geschwindigkeit? Wird es vielleicht vor ihm stehen, wie wenn zwei Züge die gleiche Geschwindigkeit haben und in die gleiche Richtung fahren? Dann erscheinen sie in Relation zueinander wie statisch. Und ich sagte, dass man dazu eine große Fantasie benötigt. Metaphorisches Denken als Hindernis in der Kommunikation in der Normalwelt, das ist für mich auch gesetzt, dass wenn man zu fantasiereich ist und vielleicht zu sehr in diesen Kategorien denkt, man durchaus Schwierigkeiten haben kann zu verstehen, was die Normalwelt einem sagen will. Die Normalwelt geht ja immer davon aus, dass die Realität eine
Realität ist und nicht die Realität von vielen verschiedenen Aspekten her und in vielen verschiedenen Köpfen, sondern man denkt immer, es gäbe eine Realität. Und das verhindert, dass die meisten Menschen überhaupt den Nutzen erstens von Metaphorik verstehen und zweitens die Welt so sehen können. Insofern ist dieses Video hoffentlich nützlich zum Verstehen des Zusammenhangs. Mit diesem kurzen Video möchte ich eigentlich dann auch schließen und möchte jeden ermutigen, seine Vorstellungswelt auszubauen. Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig für das Erkennen von Realitäten. Und ich bedanke mich für jedes Like, ich bedanke mich für Abonnements und sehe euch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. So let it flow like a river stone. My love is deep enough for the both of us. And if the path should slip away from view, my waiting arms are gonna carry you. Hey there, pretty blue eyes, I'm riding to the end of the line.